So, okay, wir hoppeln in diesem lustigen Spiel weiter, das sich der Disco Elysium nennt. Dem Spiel, wo wir irgendwie noch so ein bisschen... Also ich habe einen Plan, was ich eigentlich tun möchte. Aber ich habe nur noch eine Stunde Zeit, das Ding zu tun. Der Tag gehen noch langsam die Stunden aus. Und ich muss hier irgendwie noch das Staurätsel lösen. Ich muss noch ein Auto finden. Und ich muss eigentlich noch mit Joyce reden, das ist mir auch noch aufgefallen. Zumindest gibt es dann irgendwo noch eine Willenskraftprobe. Ich weiß bloß nicht, wo die ist. Das Ding ist, dass das Questlog teilweise noch so Sachen drin hat. Also hier die Karte, die ja nicht mehr existieren, weil zum Beispiel der schlafende Arbeiter ist zum Beispiel ja nicht mehr da. Schädelmesser ist total egal, die Handel ist egal. Die Kartenwand, weiß ich nicht, wo das Ding ist. Ja. Die Aktivierung geht, wenn du Joyce fertig bist. Ach. Okay, jetzt könnte ich hier anscheinend oh, das ist tatsächlich eine Konstruktion. Aber es sieht so aus, als wäre es irgendwie tödlich. Ja, und dann soll ich mir das Auto angucken. Es gibt nur ein Auto, mit dem ich interagieren kann. Aber ich kann da ja nicht einfach einbrechen. A lorry stuck. The window. Fumes of heavy fuel oil waft. The driver. A large... It is the seal of Royalist era revolution. Nee, das ist das Auto von Dings, ne? Das ist ja von unseren Rassisten, das Auto. Der übrigens nochmal dumm nebenbei steht, ne? Das ist ja das Auto des Dings finden, aber ich kann doch mit gar keinen anderen Autos hier interagieren, oder? Ich komme hier unten noch lang. Geh mal runter zu der Statue. Habe ich da einfach was übersehen? Dessen kriege ich das hier nicht geschissen, weil ich halt einfach was übersehen habe? Hier unten ist noch ein Auto. Ja, damit kann ich nirgendwo interagieren, oder? Ja, hier stehen doch tatsächlich noch mehrere Autos, aber hier ist nichts. Tja. Wir müssten mir theoretisch hier irgendeinen Skillcheck zur... Oh, nein. Ja, weiter geht's nicht. Tja, ne? Da können wir hier noch irgendwo rein. Ich meine, das ist halt irgendwie... Tja, ne? Aber ich war nämlich auch der Meinung, dass ich hier schon alles gesehen habe. Komisch, warum sagt denn das Quest, dass du nach der Frau suchen sollst? Ja, weiß ich nicht. Ich könnte ja auch noch... Warte, ich safe-scam mal kurz. Ich kann ja noch alle Dingsabumster hier erpressen. Olle Poet. Eigentlich sollte das grüne Auto da unten benutzbar sein. Tja. Ich meine, ich kann ihn hier noch erpressen. Now it's turning... What? Siehst du, But vielleicht I thought you were a different kind of cop. als er in die Augen starrt, zerbricht etwas. The realization that you've used his friendliness and goodwill for your own ends. Remember, you're Here. the keys to a motor lorry. Her lorry's still here. Down When did she leave? last Friday. Ah ja, okay, gut. Also, ich krieg das entweder... Also, ich krieg den Hinweis von hier. Also, ich das so. Aber dann würde ich das nicht von ihm haben, sondern vom Rassisten. Das heißt, wir müssen irgendwie mal kurz XP sammeln, um... uns fehlen noch 20 Punkte, um Zwielicht zu kriegen. Dann kann ich mich einfach Zwielicht schnell leveln und ziehe dann schnell meine Zwielicht-Sachen an und mach das denn. Das werden wir wohl gerade noch hinkriegen, oder? Dann rennen wir schnell zu Evrart und geben ihm die komische Quest mit dem Brief ab. Das ist zwar irgendwie jetzt Quatsch, weil mittlerweile habe ich ja nicht alles, was ich von ihm wollte. Aber den können wir als Zwielicht leveln, das ist ja dann auch irgendwie egal, oder? Wenn ich könnte, alternativ könnte ich natürlich auch vom Mord Blemegin nochmal treffen. Das ist auch eine Tür. Das ist ein grüner Kreis, der würde mir Geld bringen, glaube ich. Mit meinem guten Geldbringen-Talent. Es ist übrigens erstaunlich schwer, Alkohol in diesem Spiel zu trinken, ist mir aufgefallen. Wo bin ich lang? Hier? Nee. Moment. Hier war das. Wenn man den Weg wieder nicht kennt. Warte, hat sich der Weg verändert? Nee, der Weg hat sich nicht verändert. Ich dachte, du hättest es schon. Ja. Ja, ich wollte halt diesen armen Mann nicht zwingen. Das ist ja das, wo das ja angefangen hat. Ich meine, an sich hätte ich ja die Dialogoptionen schon alle gehabt, ne? Ich möchte nicht, dass ihn hier etwas zerbricht. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Ja, das kann sehr schwierig sein mit Titus. Now, what can Evrart Clare do for you today? Es ist erledigt. The golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course. I already knew this. Wie ein Kind, dem man gerade Zuckerwatte gegeben hat, schlägt er die Hände zusammen. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinaise a future and proven to be a true man of the left. I can finally trust you now.
Oh, er kann mir endlich vertrauen. Hat übrigens 70 Punkte You're gemacht. in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. Er The nickt den Lieutenant strike, zu. the murder, your lost gun, nothing is off the table. Oh, wir können über alles reden. Die Waffe würde mich sehr interessieren. See, forging that signature really paid off. Oh ja, das hat sich richtig gelohnt. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. Kriege ich jetzt meinen Revolver? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Ah ja. Gut, wo ist das Ding hin? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character, so watch out. Aha. Eine alte Frau hat ihn, aber der Pfandhändler hat doch gesagt, eine junge Frau hat ihn. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Mhm. Okay, na schön. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway, Ja, er meint, das den Röhr zu verkaufen war ziemlich irre. Ach nee. the neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debardeurs Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Sie hat Leute damit? Also sie hat damit rumgefuchtelt. Sie hat Leute damit bedroht? As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Oh, das klingt nach einer guten Methode, um Instant Game Over zu gehen, oder? It sounds like a very disturbed and desperate individual. Mhm, sehr We verstörend. might be looking at someone with a medical history here. Watch out. Medizinische Vorgeschichte? Na super. Wer ist das? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. Was? Sie nennt sich selbst die Bullensau? Sie ist ein Alter, wie gefährlich kann sie sein? So gefährlich, wie eine Person mit einem Revolver halt sein kann, ne? There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. Das ist nicht gut. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. Kitsuragi findet es gut, dass sich selber jemand als Bullensau bezeichnet. Sein Mundwinkel verzieht sich kurz zu einem Grinsen. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Können wir ein Treffen vereinbaren? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Ah ja, schön. Das ist also heute um 22 Uhr am Fischesteg. Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie an wie eine Falle, oder? She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Super. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Das ist... Mir kommt es vor, weil wir jetzt schon einige spaßige Anliegen zukümmern hatten. Haben Sie den Befehl zur Tötung des Gehängten gegeben? I did not, Harry. Although I am very, very glad he's dead. Also er hat tatsächlich nicht den Befehl gegeben. Was bringt es, dass er tot Why ist? a war, of course. Es bringt einen Krieg. And what do you have to gain from a war? Naja, Chaos ist eine Leiter, ne? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines Group and win before they even realize there is a war. Aha, er möchte den Krieg mit den White Pines gewinnen, bevor er überhaupt wissen, dass es ein Krieg ist. Das sind trainierte Leute vom Militär. Haben Sie keine Angst um Ihre Leute? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinaise. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men. Or 15 men. Or even 50 men. Aha. Also er macht sich da keine Sorgen, weil sie haben ja zigtausend Leute und das 15 Mann kann er easy aufhalten. Oder auch 50. Das Ding ist, hat White Pines nicht so eine kleinere Privatarmee für solche Fälle? The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Ach ja, ich finde, das war ein schöner Fehler, der ihn in einen Öffnungszug gebracht hat, weil selbst die Moralisten finden die Söldner geschmacklos. Ja, alle hassen sie, bis auf die Ultraliberalen vielleicht. Und so verletzt bin ich einer. Was genau hat es mit dem Streik zu tun? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that.
es ist ein Klassenkrieg oder eine feindliche Übernahme. Aber er ist nicht ganz sicher, weil feindliche Übernahmen bezahlt man ja Leute und das möchte er nicht machen. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people and fuck Wild Pines. Ah ja, er möchte ihnen alles wegnehmen für die Leute und dann scheißen sie auf Wild Pines. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. Ja, er flucht wirklich nicht oft. So that's why you haven't let Joyce in? Naja, er hat Joyce nicht reingelassen, weil es nichts zu verhandeln gibt. Socialist Revolution done right. Ja, mal sehen, wie das schief geht. Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. Sie kann ihre Titten nicht von ihren Arsch unterscheiden. Also der Zwerg war zu nett, der andere Unterhändler vorher, aber die Frau ist leichter. Wie bitte? Tits from her arsehole. It's a local saying. Ah ja, das sagt man so. Actually, no, it's not. Das sagt nur er. Ob uns das noch irgendwas bringt, Titten und Arsch, ob das irgendjemand anders noch verwendet und wir dahin eine Verbindung haben? Warum verraten sie mir ihre Pläne? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. Es wird nichts ändern, das zu wissen. Das Ding ist, eigentlich interessiert uns das überhaupt nicht. Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es ja schön und gut, was die Gewerkschaften tun, aber uns interessiert nicht nur, wer es gewesen war und ob es die Gewerkschaft gäbe, weil das wäre halt die Grenzüberschreitung, um die es uns ja eigentlich geht, ne? It's already happening. Mhm. Wie viele Leute sind in der Gesellschaft? 2,372. Plus yours truly, of course. Also 2373 Leute mit ihm eingeschlossen. 2,373 is a sizable contingent for a labor organization in Revachol. Ja, es sind schon recht viele Leute. Die Frage ist bloß, wie viele davon sind wirklich bereit zu kämpfen? Und wie wollen sie den Hafen finanzieren? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything. Ah ja, angeblich hat er an alles gedacht. Also er kriegt dann noch Kunden ran und kann seinen Frachthafen tatsächlich betreiben. Wie auch immer das funktionieren soll. Und was? We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinaise and to the new competitive contracts we can offer. Ah ja, er bietet also gute, günstige Verträge an für die Kunden. Also er spricht quasi mit den lokalen Leuten aus Martinaise, um von denen die Dinge zu kriegen, was billiger wird. Ah ja. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Ah ja, es wird doppelt so schnell wie vorher gehen und sie haben gewagte und exotische neue Einnahmenquellen. Also heißt das, dass er vorher absichtlich das immer so halb zurückgehalten hat? Oder ist es so, dass er jetzt wirklich irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht, dass es jetzt irgendwie schneller gehen soll? That's drugs. Ah, Speed. Drug trafficking. Ah, oh, ich bin dumm. Ich habe daran gerade echt nicht gedacht, dass er den Drogenschmuggel meint. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. Ah ja, die Drogen sind natürlich auf samarischen Isolas total legal. Das ist wahrscheinlich eure Schädelmesser auch voll dabei. Ja, stimmt, gut, wenn man den Drogen schmuggelt, natürlich kommt man so zu Geld. Das Ding ist, wir investigieren das sogar in der Geschichte. Meine Güte. Daran habe ich gerade echt nicht gedacht. Oh Mann. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Ah ja. Natürlich ist das nur die pharmazeutische Industrie, die Grundstoffe herstellt. Ja. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad. Has bad optics. Maybe illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. Ah ja, das Unternehmen denkt, dass das halt ein bisschen illegal ist und dass das halt schlecht aussieht und manchmal vielleicht sogar illegal ist, aber den Debardeurs geht es nur um die Spaltung für die Spalte für Großmengen, was? In bulk shipping, large volume column is a major buyer, a shark. Was, bei Massengutsendung ist die Spalte für Großmengen eine wichtige Abnehmer vorbehalten? Einem Gauner? Ah ja. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to come off risperazole. Wir werden diese Materialien bis zum Umfang transportieren.
Er hat irgendein Sprichwort benutzt, was ich nicht kannte. Also es hat sich selbst einen Sinn ergeben, aber es hat keinen Sinn ergeben in dem Sinne. Benefed is a children's cold medicine, usually apricot flavored, and risperidone is used to treat severe psychosis. Ah, danke, liebe Enzyklopädie. Ob das die Elektrochemie auch gewusst hätte? And the kids on the street can get speed and pyrrolidon. Ja, sie Hakuno und sein Speed, ne? I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. Ah ja, ehrlich. Also die Drogen auf der Straße, das davon weiß ja nichts. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the union took a fantastic share. And I'd keep that stuff far away from Martinaise. Ach so, ihm ist es egal, wenn die Drogen woanders sind, bloß nicht da, wo er herrscht. Weil er selber will natürlich auch keine Drogen auf den Straßen haben, aber woanders halt. He's basically admitting to it. Bei Drogen ist Beschluss, ich muss das melden. Ich muss schon zugeben, das ist ein gut eingeführter Plan, kaum mit ihnen in Verbindung zu bringen. Sehr interessant, aber ich will diesen Mord verlösen, okay? Es ist schon sinnvoll, den Drogenhandel so zu regeln, damit er nicht in eine noch gefährlichere Hände fährt. Mordfall eigentlich. You know why you're such a good detective, Harry? You don't get sidetracked. You care about the people you're supposed to protect, not some systems that may or may not be unethical. Ah ja, er meint, er mag mich, weil ich mich nicht ablenken lasse und nicht durch irgendwelche Systeme, die eventuell unethisch sein könnten. Ja, ich lasse mich überhaupt nicht ablenken, kennt man ja. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbor's turnover, just like the harbor is, but a small part of Martinaise. Also er meint, dass dieser Drogenhandel wäre tatsächlich gar nicht so der große Teil, aber das ist das, was nur die Leute interessiert. Also findet der Handel statt oder nicht? Let's look at the big picture. Martinaise as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. Er versucht das wieder auf so eine persönliche Ebene zu machen, erzählt was von irgendwelchen Leuten, die irrelevant sind. I'm gonna unite them all into one economic body. We're gonna incorporate this place to kingdom come. Everyone's gonna be in on the wealth. And everyone's gonna pull their weight. Das hört sich sehr nach der sozialistischen Weltrepublik an, die er hier erbauen möchte. Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it. Er hat es beinahe zugegeben. Ja, danke, liebe Windskraft. Moment, der Gesamtzusammenhang interessiert mich nicht. Ich möchte den Drogenhandel betrachten, den sie schon so gut wie zugegeben haben. Bei den Kooperierungen kann ich mich Nein sagen. Ich stehe nämlich auf Geld. Das ist sehr ärgerlich. Ich finde also Farberschaft toll. Das scheint mir ganz schön richtig gut Rapperschutz haben. Nicht genug Flaggen oder König. Ehrlich gesagt, steht es mir nicht zu. Nee, Drogenhandel. No, Harry. That's boring. All right, it's gone. The hypothetical raw materials trade is off the table. It's such a small and insignificant slice of revenue, I'm cutting it. Ja, es ist so wenig Geld, dass er das einfach rauslässt. Natürlich tut er das. Boys, Harry felt queasy about it. We're not doing it. Can we talk about my beautiful incorporated Martinaise and its many-sided business ventures now? This bold new vision of incorporated socialism I'm offering? Inkorporierter Sozialismus. Ja, die guten alten volkseigenen Betriebe, ne? Ehrlich gesagt steht es mir nicht zu, das zu beurteilen und mich dazu zu äußern. Aber das ist hier richtig, das Ganze hat mir zu wenig Flaggen. Ich finde das sehr ehrlich, ich finde eins für die Arbeiterschaft toll. Thank you, Harry, thank you. You have no idea how much it means to me, because in many ways, you are that working man. You have already done so much work. Kann ich was zu bestimmten Gewerkschaften fragen? We're way past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. Bestimmte Gewerkschaftsmitglieder sind schon vorbei. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. Ah ja, er möchte nicht über Einzelleuten, weil ihn interessiert nur das große Gesamtbild. There's something different about him now. He's more vibrant, more alive in his big-time mode. Okay, er ist lebendiger. Great, Harry, great. I think we've truly built a bridge between Martinaise and Jamrock today. We have united the RCM and the Debardeurs Union. Aha, sie haben die Anti-Gewerkschaft die Debadeure vereint. Plötzlich schwingt in seiner Stimme Traurigkeit mit. Oh ja, kommen jetzt gleich die dicken Männer, die uns umhauen. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Ah ja, er bedauert, dass wir nichts mehr zu tun haben miteinander und geht jetzt raus. Na gut, wir sehen uns ein andermal. Tschüss. So, die Motorstraße möchte ich mich zulabern. Das machen wir noch. Bevor speichere ich? Ich kann nicht speichern. Okay, Motorstraße. Motorway south. Ja, die südliche Motorstraße. Also die The lone drauf wird. vector stretches in your mind's eye.
into the wild pale yonder, for an unimaginable distance, forgetting, until you can no longer remember anything. No cities, no mountains, no oceans, and finally, no vector. Nothing remains. A blank space with no point of reference, where only one type of motion is possible. The motion of a human throat, swallowing, and then it comes to you. To reach the end of the motorway south is to be unborn. You've had this thought before, while aimlessly wandering the streets of Jamrock. A lost piece of the man you were. A dark hope. Aha, eine dunkle Hoffnung. Ich lese es mal vor. Vor deinem geistigen Auge reicht der eine Vektor bis in die wilden Weiten des Graus. Eine unvorstellbare Strecke lang. Vergessen. Bis du dich an nichts mehr erinnern kannst. Keine Städte, keine Berge, keine Ozeane. Und schließlich kein Vektor. Nichts ist übrig. Ein leerer Ort ohne Bezugspunkt, wo nur eine Art von Bewegung möglich ist. Die Bewegung eines menschlichen Halses, der schluckt. Und dann hast du eine Eingebung. Das Ende der südlichen Motorstraße zu erreichen, bedeutet, ungeboren zu werden. Diese Gedanken hattest du schon einmal, während du ziellos in den Straßen von Jamrock herumgewandert bist. Ein verlorener Teil des Mannes, der du einmal warst. Eine dunkle Hoffnung. Plus ein Innenbeleben, die Schluckbewegung? Alle weißen Berufe für Intellekt freigeschalten. Aha. Das ist so gut, das weiß ich nicht. Gut, wir müssen leider immer noch zwiedicht leveln, sonst kann ich hier keine Checks machen. Bing. Judy, dann haben wir das auch geschafft. Wie kann man denn Incorporated Socialism übersetzen? Firmiert irgendwas? Ich könnte mit Gary noch reden, der übrigens echt mies aussieht, wenn er so im Eis rumsitzt. Ah ja, das würde bestimmt besser gehen. Judy, dann reden wir noch mit unserem lustigen rassistischen Fahrer und klopfen den mal richtig weich. Eventuell muss ich ihn ein bisschen weich klopfen. Und mit weich klopfen meine ich Safe Scum. Damit das klappt, weil sonst müsste ich ja meinen armen Lieblingsfahrer irgendwie sein Vertrauen brechen. Und eigentlich möchte ich das gar nicht. Bis dann. Ciao.